Und wie jeden Montagmorgen ist auch heute unser politischer Korrespondent Thorsten Jungholt bei mir im Studio. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Carsten. Wenn man sich diese ganzen Entwicklungen anschaut, die Folgen, ein Jahr nach diesem schrecklichen Massaker der Hamas-Terroristen, wie muss man da auch die Rolle Deutschlands einordnen, politisch? Ich frage mich halt immer, was ist eigentlich die deutsche Nahostpolitik? Abseits von Floskeln wie Warnungen vor einem Flächenbrand, vor einer weiteren Eskalation, vor einer Spirale der Gewalt. Das ist das, was wir vom Bundeskanzler und Außenministerin immer wieder hören. Aber für mich gehört zu einer Außenpolitik zunächst mal die Frage, was sind denn eigentlich die deutschen Interessen in der Region? Lassen wir mal die Sache mit der Staatsräson, Israels Sicherheit und so außen vor. Einfach mal zu gucken, was sind unsere Interessen? Und unsere Interessen sind ganz eindeutig die Eindämmung des Iran. Iran, der diese gesamte Region destabilisiert. Ich meine, wir haben eine Fregatte im Roten Meer, weil die Handelswege da nicht sicher sind, weil sie durch die Houthis bedroht werden. Ein Proxy des Iran. Wir haben den Überfall der Hamas am 7. Oktober gehabt. Warum ist der erfolgt? Um die Annäherung Israels an die arabischen Staaten, mehr Stabilität zu torpedieren. Also ist es in unserem Interesse, dass Israel die Hamas bekämpft. Es ist auch in unserem Interesse, dass die Hisbollah, ein weiterer Proxy des Iran, bekämpft wird. Also eigentlich sind unsere Interessen weitgehend deckungsgleich mit denen Israels. Aber aus den Äußerungen unserer Bundesregierung lese ich eher eine Äquidistanz heraus. Ne? Warnung vor Eskalation heißt, man ruft beide Seiten auf zur Mäßigung. Eigentlich müsste unsere Rolle aus unseren Interessen, nicht aus irgendwelchen abstrakten Staatsräsonbegriffen, sondern aus unseren Interessen heraus eng an der Seite Israels sein. Und diese Außenpolitik vermisse ich bei dieser Bundesregierung. Außenpolitik sprichst du bewusst an. Dafür ist die Außenministerin, die grüne Annalena Baerbock, zuständig. Und sie hat ja in diesem vergangenen Jahr schon, ja, man muss die palästinensische Zivilbevölkerung schützen. Das ist alles richtig. Aber sie hat mit Äußerungen dann doch für sehr viel Verwirrung gesorgt. Warum dieser Schwankungskurs, so kann man das ja formulieren? Es ist natürlich gut und richtig. Sie war oft in der Region, sie versucht sich zu engagieren. Nur man muss am Ende, wenn man einen Strich drunter zieht, sagen, es kommt halt nicht viel bei raus. Und es kommen immer wieder Äußerungen, die man als oberlehrerhaft bezeichnen kann. Also wenn Frau Baerbock meint, besser zu wissen, was die Interessen Israels im Libanon sind, als die Israelis selbst, dann halte ich das ehrlich gesagt für anmaßend. Und wie gesagt, unterm Strich haben ihre diplomatischen Bemühungen mit vielen Reisen in die Region, das ist erstmal richtig, haben aber am Ende wenig Erfolge gezeitigt. Thorsten, wir haben es aber auch gesehen im vergangenen Jahr, pro-palästinensische Demonstrationen, die in Deutschland immer wieder ausgeartet sind. Wir haben es am vergangenen Wochenende wieder in Berlin gesehen. Heute ist der 7. Oktober. Was ist zu erwarten? Jetzt gibt es auch die Diskussion, um solche Demonstrationen zu verbieten. Also wo stehen wir da? Geht Deutschland nicht gegen diese Extremisten gezielt vor? Das ist so ein bisschen wie bei der Außenpolitik. Auch in der Innenpolitik fehlen uns Antworten auf diese Entwicklung, die ja so ist, dass durch die massive Zuwanderung aus der arabischen Welt nach Deutschland wird auch dieser Konflikt nach Deutschland importiert. Es hat immer Antisemitismus und antijüdische Parolenschreier in Deutschland gegeben. Aber dieses Problem ist nach 2015 durch diesen Anstieg der Migrationsbewegung natürlich größer geworden. Das sehen wir auf den Straßen. Es gibt jetzt halt diese offenen Demonstrationen gegen Israel. Und da fehlt der Bundesregierung genau wie in der Außenpolitik eine erkennbare Antwort oder eine Strategie einer Antwort. Thorsten, danke für deine Einordnungen an diesem Montagmorgen. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.